Hallo und willkommen zurück bei der Mechatronikwelt. Heute präsentiere ich mein Projekt für das Informatiklabor im Sommersemester 2021. Jeder kennt es, der Wecker klingelt, man dreht sich im warmen, weichen Bett und möchte alles andere machen als aufzustehen. Das ist natürlich sehr einfach, da man einfach nur den Wecker ausschalten muss und zurück in die Welt der Träume kehren müsste. Für die meisten, inklusive mich, ist dies der Fall. Jedoch habe ich eine Lösung gefunden, um jeden Morgen die passende Motivation zu bekommen und aus dem Bett zu steigen und den Tag zu meistern. Und nein, die Lösung ist nicht einfach mehr Wecker zu stellen. Ich habe mir überlegt, was würde mich zwingen, morgens aufzustehen? Und dann kam die Idee: Bewegung. Ich präsentiere den Aufstehmotivator. Mit diesem kleinen Gerät werden wir ab sofort pünktlich und motiviert zu jeder Vorlesung erscheinen. Anstatt eines konventionellen Knopfes muss man ein bestimmtes Gewicht auf einen Sensor legen, um den Wecker auszuschalten. Dafür kann man zum Beispiel eine Hantel benutzen. Um zu zeigen, wie ich das Ganze umgesetzt habe, gehen wir kurz rüber in Fritzing. So, dann kommen wir mal zur Hardware. Ganz links sehen wir den FSR, unser Force Sensitive Resistor, unser Sensor. Dann in der Mitte unser passiven Buzzer, ganz rechts den ESP32 und unten das OLED-Display. Alle schwarze Verbindungen werden zu den 3,3 Volt vom ESP32 verbunden und alle rote Verbindungen zu Ground. Dann hier unser Sensor wird einmal zu den 3,3 Volt verbunden und über einen 10 Kiloohm Widerstand zu Ground. Danach wird er ebenfalls auch hier zu unserem Signalpin, was bei uns beim ESP32 der Pin 33 ist, verbunden. Zu dem passiven Buzzer, er wird einmal auch zu Signalpin 17 verbunden beim ESP32 und einmal zu Ground. Dadurch können wir ihn dann manuell steuern im Programm später. Unser OLED-Display wird einmal mit Ground verbunden, einmal zu den 3,3 Volt. Unser Serial Clock, was hier in Gelb ist, wird zu Pin 22 auf unserem ESP32 verbunden und Serial Data zu Pin 21. Zu jeder guter Hardware gehört auch entsprechende Software. Deshalb gehen wir jetzt in die Arduino-Umgebung. So, jetzt sind wir in der Arduino-Entwicklungsumgebung, wo ich das Programm geschrieben habe, und ich werde es jetzt auch entsprechend erklären. Als allererstes habe ich die benötigten Bibliotheken eingebunden, einmal für das OLED-Display und einmal für die Netzwerkverbindung. Hier unten habe ich noch ein paar Variablen festgelegt, einmal den Namen des Netzwerkes bzw. des WLANs, was man dann hier eingeben würde, wo die Sternchen sind, und dementsprechend auch das Passwort. Danach wird die Verbindung zum OLED-Display aufgebaut bzw. wird angeschalten. Dann die serielle Verbindung wird aufgebaut und die WLAN-Verbindung ebenfalls auch. Falls das WLAN noch nicht verbunden ist, habe ich Verbinden auf dem Display ausgegeben, und sobald die WLAN-Verbindung aufgebaut wurde, wird Verbunden ausgegeben. Danach habe ich noch ein paar Pins festgelegt, einmal Pin 17 als Output, dieser Pin geht dann zu unserem Buzzer, und Pin 33 als Input, das geht dann zu unserem Sensor. Danach wird erstmal die Uhrzeit vom Server aktualisiert und erstmal ausgegeben. Aber zuerst müssen wir es nochmal formatieren, deshalb hier unten unser String, nämlich unsere Uhrzeit, wird erstmal eingelesen und in einem Array gespeichert, und danach wandeln wir es in Integer um. Einmal für Stunde, Minute und Sekunde. Das brauchen wir dann später für den Wecker. Dann habe ich noch einen Integer Pod Val festgelegt. Das ist zum Einlesen des Signals von unserem Sensor. Das brauchen wir dann auch gleich beim Wecker. Dann kommen wir zum Wecker. Da habe ich erstmal eine if-Bedingung geschrieben, das Potential Pod-Val gleich 0 ist, also wenn nichts auf dem Sensor liegt, dann wird erstmal einfach nur die Zeit ausgegeben auf dem Display.
Danach kommen wir zum Wecker. Ich habe es hier zum Beispiel für 8 Uhr. Das kann man hier dann entsprechend ändern. Als allererstes, sobald diese Uhrzeit erreicht wird oder die if-Bedingung erfüllt ist, wird Pin 17 auf High gesetzt und unser Buzzer wird aktiviert. Dann wird die Display-Anzeige erstmal gelöscht und wir geben Zeit zum Aufstehen aus, was nochmal so eine kleine Motivation ist im Morgen. Dann erstmal eine 10-sekündige Pause und dann wird wieder die Uhrzeit von vorher ausgegeben. Falls aber dann das Pod-Val ungleich 0 ist, springt es hier runter, also wenn wir irgendwas auf den Sensor legen, zum Beispiel ein Gewicht oder irgendwas anderes, dann wird wieder die Anzeige gelöscht und es wird Guten Morgen auf dem Display ausgegeben. Dann ist man auch schön wach und man hat einen guten Start in den Tag. So, dann setzen wir wieder Pin 17 auf Low und unser Buzzer wird deaktiviert. Dann haben wir wieder eine 10-sekündige Pause und dann beginnt das Programm wieder von hier oben, weil wieder nichts mehr auf dem Sensor liegt und es wird ganz normal die Zeit wieder ausgegeben. So, hoffentlich hat euch das Video gefallen und ihr könnt jetzt wie ich pünktlich und motiviert morgens aufstehen. Falls euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr das Video liken würdet und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß an der Mechatronik.